Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich sitze jetzt gerade schon im Auto, es ist Montag und ich fahre jetzt los und bringe das Auto in die Werkstatt. Ja, dann werden wir den Leihwagen bekommen und dann hoffentlich den TÜV dann morgen. Und ja, morgen muss ich es dann wieder abholen. Ja, mal schauen, was wird. Heute Nacht war es relativ windig. Ich muss nachher auch mal schauen, ob alles auf seinem Platz geblieben ist. Aber das machen wir dann, wenn ich wieder da bin. Ja, und die Bäume einpflanzen. Also, bis später. So, alles erledigt. Meine Rumfahraktion, hier ist übrigens das Werkstattauto, da sind noch dicke Granitsteine hinten drin, die muss ich nachher noch ausladen. Aber ja, jetzt möchte ich zuallererst einmal ein bisschen was rauspflanzen, solange das Wetter einigermaßen mitspielt. Und dementsprechend hole ich gerade schon die Sachen raus, die ich dafür brauche. Guck mal Leute, ich will jetzt gerade hier die Hagebutte einpflanzen. Und dann wollte ich euch mal zeigen. Tada! Ein fast schon Hexenkreis. Wenn die Pilze hier rumgehen. Jetzt muss der sich nur noch über die Zeit schließen. Einwandfrei. Sieht sogar aus, als wäre der noch wesentlich größer, weil dort vorne noch Pilze sind. Na, mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt. Ja, auf jeden Fall findet die Hagebutte jetzt hier ihren Platz. Genau genommen, genau dort, wo der Spaten jetzt steckt. Ich muss halt nur noch mal ein bisschen was zurechtholen. An Dämmmaterial für den harten Winter, sage ich mal. Hier, schaut mal, gerade beim Vorbeilaufen, wenn man mal genauer hinschaut, ist das hier auch weiter und geht dort bis zum Zaun. Also auch ein, ja, halber Hexenkreis, weil ganz schließen kann er sich ja nie. Dort ist ja der Weg dazwischen. Das Ganze hier, das war damals wahrscheinlich mal ein Komposthaufen hier in der Ecke. Das wollen wir jetzt nächstes Jahr umbauen zu einem Hochbeet für Heidelbeeren. Da müssen wir hier vorne das halt dann wieder zumachen auf die Höhe. Das muss nicht ganz so hoch sein. Dann kommt der ganze alte Bodenaushub, der jetzt 2 Jahre lang dort liegt, damit rein. Und ja, dann kommen dann nächstes Jahr im Herbst sage ich schon, im Frühjahr, dann noch Heidelbeeren dazu. Denn wir wollen den Busch hier auch nochmal umpflanzen, damit wir mehr Einfluss auf die Erde haben. Also wir haben das damals wohl getauscht, dass es ein saures Milieu hat, aber das wird sich über die Jahre jetzt ja wahrscheinlich ändern. Dementsprechend kommt der dann raus und kommt mit ein paar andere Sorten dann da vorne rein. Wahrscheinlich so 5 Büsche oder so. Ja, ich denke mal, das hier ist jetzt auch der ideale Standort für die Hagebutte. Das ist sehr lockerer, sehr humusreicher Boden, weil dort auch genau an der Stelle mal ein Ameisennest war. Die sind jetzt wahrscheinlich ganz weg oder dort rüber gezogen, weiter in den Stumpf rein für den Winter. Ja, jetzt habe ich das Ganze aufgefüllt mit nochmal schön Pflanzerde. Dann habe ich das Ganze schön gefüttert mit Laub und mit altem Heu, so dass es richtig schön gedämmt ist für den Winter noch, für den Frost, weil die neuen Wurzeln, die sind ja noch nicht angewachsen. Und das Ganze dann nochmal mit Stöckern abgedeckt, mit einem Stein beschwert und noch ein bisschen, damit es nicht so rumfliegt, noch ein bisschen Pflanzerde drumherum. Ja, ich denke, das wird, wenn das hier alles nebenbei verrottet, wird das der ideale Nährboden sein für die Hagebutte.
Ja, und die kann dann hier wachsen. Hier ist auch kein Autoverkehr, also braucht man sich da auch keine Sorgen machen. Und wie Sarah im letzten Vlog schon gesagt hat, es sind hier unglaublich viele Insekten gerade noch unterwegs, weil der Efeu ist ja gerade voll in der Blüte und auch einer der spätblühendsten Pflanzen, wo dann halt die Insekten auch noch mal was finden. Hier sehen wir gerade zufällig eine Biene. Hier ist noch eine Wespe. Da oben schwirrt die Biene. Also es ist alles voll. Ganz viel. Also wenn man hier reinguckt, dann sieht man wirklich ganz, ganz viele Wespen, Schwebfliegen, Bienen. Also es ist schon eine schöne Sache, muss ich sagen. Man muss halt nur eben aufpassen, dass der nicht ans Haus ranwächst. Und irgendwann werden wir uns mal was überlegen müssen. Weil wahrscheinlich dann der alte Baumstumpf, der das Ganze hier trägt, irgendwann auch mal weg sein wird. Naja. Ja, wie Sarah vielleicht schon gesagt hat, unsere Physalis, die muss jetzt auch so langsam mal fürs Winterquartier fett gemacht werden. Man kann die ein bisschen zurückschneiden, aber ich würde jetzt einfach vielleicht diese Spiralen rausnehmen, das Ganze mit Jute oder Hanfband zusammenbinden und ja, dann kann man sie besser nächstes Jahr, wenn sie neu austreibt, dann zurechtschneiden. Und dann würde ich alles so, wie es ist, erstmal reinstellen. Wahrscheinlich erstmal in die Laube und dann später in den Heizungsraum, wo man vielleicht ein bisschen sehen kann, wo die Chili und die Paprika auch zurzeit überwintern. Denn diese beiden Pflänzchen sind auch mehrjährig. Und wenn wir die über den Winter kriegen, dann haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal einen riesigen Wachstums- und auch Erntevorsprung wahrscheinlich. Ja, na, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ob ich das jetzt noch heute mache, weiß ich noch nicht so genau. Es sind ja auch noch reichlich Physalis dran. Ob die noch reif werden, weiß ich auch nicht. Ein paar scheinen es noch zu werden. Naja, müssen wir dann sehen. Ja Leute, herzlich willkommen am Dienstag. Wie ihr sehen könnt, wir haben gerade schon angefangen. Wir machen jetzt gerade hier den Ausgleich haben wir hier gemacht. Und jetzt wollen wir gerade die Bretter schon mal drunter legen, damit wir nachher die Fachwerkstände ausmessen und verbauen können. Dazu müssen wir noch eine Menge einmessen, einstricheln, einschneiden. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, schon angeschliffen oder was? Ja, ich hab's schon abgeschliffen. Ich muss bloß gucken, welche Seite es drauf ist. Ja, genau. Können wir mal anhalten, bitte? Hier darf ich jetzt gar nicht schrauben. Das ist immer nur hier. Ja. Das passt schon. Ganz in die Ecke. Oh, das sitzt doch schon mal. Wie gesagt, das hier müssen wir uns dann nachher noch zumachen. Theoretisch hätte man auch. Das ist jetzt egal, jetzt habe ich alles aufgezeichnet. Theoretisch hätte man trotzdem ausgleichen können, wenn man jetzt hier noch irgendwie. Aber das sieht auch nicht doof aus. Ne, wir lassen es so. Ich hoffe, das passt hier. Lass uns mal hier einmal eine Schnur dran halten. Das sieht noch ein bisschen kurios aus. Einfach Innenseiten, ganz hinten am besten. Ja, das passt. Gut. Oh, es riecht so schön nach frischem Holz hier. Einwandfrei. Naja, jetzt müssen wir uns den anderen anzeichnen. Wollen wir den dann auch ein Stück? Wir werden erstmal hinschieben und machen erstmal hinten den Schnitt. Genau. Und dann schieben wir ran und dann machen wir hier den Schnitt. Genau, so hätte ich auch gesagt. Das habe ich alle wieder rausgeschnitten. Ja, das wussten wir ja vorher nicht.
Ja Leute, ein bisschen was ist geworden. Wir haben die Schwellbalken unten geschnitten und abgerundet und hier oben das praktisch noch mal ein Stück weiter in den Raum reingezogen. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen durch das ganze Licht hier noch, das blendet nicht zu sehr. Ja, hier hinten fast 10 cm. Mussten wir das so ein bisschen ausgleichen, weil man musste sich im Endeffekt aussuchen, welche Raumseite man nehmen möchte. Und ja, wir haben uns dann im Prinzip jetzt dafür entschieden, das nach dem Sofa auszurichten und nicht andersrum. Ja, auf jeden Fall sind wir schon mal ein Stück weiter. Die Bretter hier drunter sind ja auch schon drin. Ja, ich denke mal, das war eine ganz schöne Fipselei. Wir mussten sehr viel messen, auch sehr viel, sage ich mal, doppelt und dreifach überdenken. Und dementsprechend hat das Ganze jetzt auch ein bisschen gedauert. Und wir haben leider nicht mehr geschafft als das, was wir jetzt gerade geschafft haben. Was ja natürlich auch gar nicht so schlecht ist. So haben wir auf jeden Fall schon mal das, was das Schwierigste war. Das Anpassen und das Ausrichten und das Hinarbeiten, sage ich mal, das ist jetzt fertig. Jetzt können wir das Ganze wahrscheinlich diese Woche noch bei einem zweiten Termin dann fertigstellen. Seht ihr dann ja. Und ja, ich denke mal, das ist doch schon mal was. Naja, jetzt ist auf jeden Fall Mittag und wie ihr sehen könnt, ich bin schon umgezogen. Ich möchte jetzt gleich oder ich muss jetzt gleich losfahren, das Auto wieder zurückbringen und unser Auto abholen, sage ich mal. Die Werkstatt hat sich zwar noch nicht gemeldet, aber wir wollten sowieso zu den Schwiegereltern, wenn wir schon in der Nähe sind, noch einen Kaffee trinken. Und dann werden wir dort halt einfach nochmal warten, bis die anrufen. Weil ich denke, wenn das heute nicht geklappt hätte mit der Achsausvermessung und mit der ganzen Achsgeschichte, dann hätten die sich schon gemeldet und dann hätten wir darüber reden müssen, weil am Freitag wäre dann der nächste TÜV-Termin und das ist ja dann noch ein bisschen hin. Solange werden wir das Leihauto dann ja auch nicht haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, der wird sich schon noch melden gleich und wir fahren dann einfach schon mal los. Und wir müssen ja auch noch tanken unterwegs. Weil das Auto muss ja vollgetankt wieder zurück. Ja, wird schon werden. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Ja Leute, die Werkstatt hat gerade angerufen. Wir werden das Auto heute tauschen. Allerdings wurde bei der Durchschau vom TÜV nochmal ein Mangel festgestellt. Und zwar der Stoßdämpfer hinten links. Ja, der muss jetzt noch getauscht werden. Allerdings können die das nicht sofort machen, weil der Zulieferer gesagt hat, die wissen nicht, wann genau die Teile dann liefern können. Also ob diese Woche, nächste Woche oder übernächste Woche. Das heißt, erstmal zurücktauschen. Wir bekommen dann so ein Schreiben. Da können wir dann erstmal noch die nächsten 4 Wochen mit rumgurken. Sozusagen so eine TÜV-Verlängerung. Naja, und dann hoffen wir mal, dass es dann klappt. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs. Sarah müsste jeden Moment rauskommen. Und ja, ich dachte, das Thema wäre beendet, aber dann dauert es wohl doch noch ein bisschen. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen am Mittwoch. Ja, es ist noch relativ früh. Ich bin trotzdem schon aufgestanden. Ich habe ganz hervorragend geschlafen heute Nacht und ja, ich möchte jetzt einfach ein bisschen im Haus noch was erledigen, solange es noch dunkel ist. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, oder ich werde mir jetzt erstmal meine Arbeitshose anziehen. Arbeitspulli habe ich schon an. Und ja, dann werde ich ein bisschen das Wohnzimmer noch aufräumen, werde dort ein bisschen Platz schaffen. Denn wenn alles passt, kommt der Schwiegervater morgen nochmal wieder. Und wir werden dann morgen das Fachwerk im Wohnzimmer fertig machen. Ja, und wenn das jetzt dann nachher so um 8 dann so richtig hell ist, dann gehen wir dann mal raus und machen dann draußen ein bisschen Gartenarbeit. Wir müssen ja die Physalis noch reinholen. Das ist ganz wichtig, bevor es jetzt das erste Mal friert, weil die darf nicht so sehr Frost haben, beziehungsweise gar nicht. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir die noch ein bisschen zurückschneiden. Und ansonsten geht... Flocke. Jetzt gehe ich gerade auf Toilette. Ansonsten werden wir hinten die Sträucher dann nachher ein bisschen zurückschneiden und versuchen, die dann eventuell schon mal umzupflanzen oder so. Ja, muss ich mir gleich mal alles angucken. Also bis später.
Flocke muss erstmal untersuchen, was hier los ist. Nicht das Seifenwasser trinken. Du hast deinen eigenen Napf in der Küche. Erstmal gucken, was hier alles neu ist. Ja, musst alles genau erforschen, was hier gemacht wird, ne? Bauabnahme machen. So Leute, kleine Planänderung. Wir werden heute nicht rausgehen. Ich habe gerade nochmal den Wetterbericht kontrolliert. Ja, es soll heute doch hier und da recht ordentlich regnen. Und gerade jetzt, wo ich raus bin, ich möchte jetzt kurz einkaufen. Wir brauchen ein bisschen weißes Silikon und noch ein paar Sachen fürs Mittagessen. Habe ich halt gemerkt, es regnet draußen auch schon. Sieht man vielleicht schlecht. Die Tropfen auf der Scheibe. Dementsprechend, ja, hat das draußen keinen Zweck. Ich denke mal, das sieht den Rest der Woche auch nicht unbedingt gut aus. Deshalb, ja, würde ich sagen, machen wir dann vielleicht erst nächsten Dienstag draußen weiter. Aber ich muss mal schauen. Ja, jetzt fahre ich erstmal einkaufen und besorge die Sachen, die wir brauchen, sodass wir dann gleich weitermachen können. Und dann konzentrieren wir uns heute dann mal weiter auf den Innenausbau. Das ist ja auch relativ wichtig und auch sinnvoll. Wenn ich jetzt am 1.12. meine neue Arbeitsstelle antrete, werde ich ja zeitig nicht dazu kommen, große Luftsprünge zu machen hier im Haus. Da ist dann eine Phase, da muss ich mich dann sehr auf die neue Arbeit konzentrieren, weil es ja was komplett Neues ist. Und ja, da werden wahrscheinlich die Vlog-Videos auch ein bisschen kürzer werden, könnte ich mir vorstellen, weil ja halt dann nicht so viel Haus-Content drumherum ist, zumindest dann über den Winter hinweg. Hier und da wird es auf jeden Fall Kleinigkeiten geben, aber ja, nicht in der Form wie jetzt, dass man halt so große Sprünge macht und immer weiterkommt. Naja, das ist halt nun mal so. Das Geld verdienen und das richtige Leben hat da halt Vorrang. Ja, gut. Wir fahren jetzt erstmal einkaufen und ja, später muss ich euch dann sowieso auch mal was sagen. Noch, das ja, machen wir dann aber gleich. Also bis später. Guck mal, was ich bekommen habe. Neue Schneeschuhe, die richtig schön fett gefüttert sind. Oh, ich werfe Schatten. Mit Flauschifell. Kein echtes Leder und so, keine Sorge. Aber sie sehen toll aus. Sie passen zu meinen neuen braunen Sachen. Braunen Rock und braunen Pulli und sowas. Weil ich hatte gar keine Herbstfarben. Und mein, wie heißt er denn? Pilzpulli habe ich euch ja, glaube ich, schon gezeigt. Habe ich? Habe ich ihn euch gezeigt? Ich weiß es nicht, ich hoffe schon. Auf jeden Fall passen die hervorragend dazu. Und wenn wir dann jetzt bald in den Schneeurlaub fahren, wo vielleicht noch gar kein Schnee liegt, fällt mir ein, aber es wird ja trotzdem kalt sein, kann ich die dann anziehen. Und falls ihr jetzt sagt, oh mein Gott, Schuhe auf dem Tisch, das bringt doch Unglück. Die sind nicht auf dem Tisch, die sind auf der Kommode. Und damit ist es okay. Und die Schuhe hat mir Christian mitgebracht. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt im Text, oder? Jetzt wisst ihr es, aber Christian hat die mir mitgebracht, als er gerade einkaufen war. War also eine Überraschung. Yay!
Es ist Nachmittag, ich habe die Arbeit gerade beendet und wenn Arbeit vorbei ist, ist es Zeit für Mittagessen. Und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, was wir heute kochen. Heute kommt auf den Tisch sowas wie eine Käse-Lauch-Hack-Suppe. Kennt ihr vielleicht? Wir machen sie mit Lauch, wer hätte das gedacht? Kartoffeln noch ein bisschen rein. Dann werde ich eine Zwiebel schnibbeln, die ich mit dem Mühlenhack anbraten werde. Und dann machen wir es uns einfach mit dieser veganen Gewürzmischung von Gefro und schmeißen die in Hafermilch. Ich habe erst überlegt, ob ich Cashewmilch mache, weil ich dann mit unserer Mila, also mit unserer Milchmachmaschine, die Konsistenz ein bisschen besser steuern könnte. Aber mit Cashews hätte das halt wieder 300.000 Kalorien und deswegen dachte ich es mit der Hafermilch vielleicht noch ein bisschen besser, das zu machen. Und ja, das werden wir jetzt zu einem Gericht zaubern. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das nachher zu zeigen, bevor wir es aufgegessen haben. Lecker, lecker. Update vom Wohnzimmer, liebe Leute. Es schallt hier so schön, da kann man bestimmt toll drin singen. Was ich euch zuallererst zeigen möchte, wir schreiten hinüber zu diesem Schrank. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor, keine Ahnung, 10 Vlogs, vielleicht sogar mehr, als wir diese Schranktür in der Scheune, oder nicht nur die Schranktür, sondern auch das komplette Innenleben und die Umrandung, in der Scheune geschliffen, gestrichen und zusammengeschustert haben. Und das wird jetzt unser duftender Duftkerzenschrank. Und die hat Christian heute fertig gemacht. Wartet mal, ich mache es mal ein bisschen zu. Er hat es extra aufgemacht, weil der Griff fehlt noch. Und so sieht das gute Stück aus. Sehr ähnlich zu Christians selbstgebauter Tür oben aus dem Badezimmer, die ja so weiß-birkig ist. Aber, soll ich mal gucken, dass hier nirgendwo, nee. Hier oben, die Holzbalken sind ja die Farbe und wir überlegen, hier kommt ja noch das Fachwerk hin, ob wir das entsprechend birkig hell machen, wie den Boden, oder dunkleres Holz wie hier oben, die Balken und das da. Ich persönlich bin ja noch für diese Holzfarbe, das ist ja dann mit Leinöl und so, weil ich finde, die harmoniert auch sehr gut mit diesem Buffetschrank hier. Ich zeige es euch mal hier oben, seht ihr? Ich finde, das passt sehr schön zusammen, diese Holzsorten. Oder beziehungsweise Holzfärbungen, wie auch immer. Und wenn dann hier jetzt noch das Fachwerk die gleiche Färbung hätte wie das da oben, Pucki ist natürlich auch dabei, wir kochen gerade eben noch die Suppe, dann würde das, glaube ich, sehr schön harmonieren, oder? Das hier übrigens im Buffetschrank drin haben wir von Nachbarn meiner Eltern gekriegt, beziehungsweise ehemaligen Nachbarn von mir. Oder von uns allen besser gesagt, die haben das uns gespendet. Voll lieb, genauso wie hier drüben. Dieses Set, Service, wie auch immer, sieht sehr, sehr schön aus. Genau. Und das da drüben übrigens, liebe Leute, das ist die Pucki. Und das da drüben, das hier ist der allererste Blumenstrauß, den Christian mir geschenkt hat. Den habe ich damals getrocknet und jetzt wird er hier dekorativ unser Zimmer verschönern. Ja, mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Dorthin kommt ja dann bald die Couch rein, theoretisch in 2 Wochen. Aber die Spedition hat uns noch nicht kontaktiert, deswegen kann es auch länger dauern. Da müssen wir mal gucken. Der Grundplan war in 2 Wochen. Genau. Und hier kommt dann entsprechend das Fachwerk, Ständerwerk hin. Und einmal da drüben genauso. Mit, ich weiß nicht, ob Christian euch schon die Zeichnung gezeigt hat, mit entsprechenden Lücken, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade besser beschreiben soll, wo man dann so Pflanzen reinstellen kann oder vielleicht Bücher oder sonst was, keine Ahnung, oder eine Katze zum Beispiel. Und dann kann man hier in der Mitte dann durchgehen durch das Fachwerk und dann ist das Wohnzimmer ein bisschen unterteilt quasi in diesen Bereich hier vorn und den Kuschelmuschelbereich dort hinten mit der Couch, wo der Fernseher dann dort an die Wand noch rankommt. Das ist der aktuelle Stand. Und ich muss jetzt schnell nochmal mit der Pucki die Suppe umrühren gehen. Bis gleich. Mittag ist fertig. Hier ein kleiner Filmer in den Topf zur Käsehack-Lauchsuppe. Ich filme mal nicht außenrum, denn wir hatten einen Unfall, als ich gerade im Wohnzimmer gevloggt habe. Da ist das alles übergesippt und das sieht furchtbar aus. Deswegen zeige ich es euch nicht. Aber das gibt es jetzt zum Mittag. Lecker, lecker. So, liebe Leute, 4 Uhr, Mittagspause in Anführungszeichen. Ja, Wohnzimmer ist fertig, ist geschafft. Also
Leisten sind alle dran und die Klappe ist fertig und ich habe aufgeräumt und sauber gemacht und alles für morgen schon vorbereitet. Das ist schon mal auch ein großer Schritt. So können wir morgen direkt loslegen und ja, uns praktisch in die Arbeit stürzen. Jetzt mache ich gleich erstmal Pause und esse eine Kleinigkeit und dann schauen wir mal, was heute noch wird. Wie gesagt, es ist schon 4 Uhr. Ich würde vielleicht noch eine Wäsche waschen und was dort alles an Kram rumsteht, eventuell noch wegräumen und dann ja, ein bisschen sauber machen und dann war es das auch im Prinzip für heute, denke ich mal. Wenn ich wirklich noch Bock habe, dann mache ich im Flur noch die Leisten weiter. Aber ich bin ja heute schon den ganzen Tag auf den Knien hier rumgekrochen und auch wenn mein Rücken mittlerweile wieder tipptopp ist, kann ich das, wenn ich sehr lange knie und so, trotzdem schon so ein bisschen merken, wie sich das wie so ein bisschen anbahnt und deshalb will ich es auch nicht übertreiben. Deswegen reicht ein Raum. Ja, morgen werden wir dann das Fachwerk weitermachen und den Fernseher anschrauben, dass der hier nicht mehr so rumsteht. Und ja, das werdet ihr dann ja morgen alles live sehen. Oder besser gesagt, im Nachhinein im Vlog. Also bis später. Guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, wir wollen heute die Fachwerkwand aufstellen. Das heißt, viele Balken schleifen, Bretter schleifen, Holznägel vorbereiten, alles auf Länge schneiden und dann wird das Ganze zusammengefügt. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann aussieht nachher und ob wir das heute fertig kriegen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns entweder zwischendurch oder dann ja heute Mittag oder so wieder.
So Leute, es ist geschafft, ihr habt es gesehen, die Fachwerkwand steht, beziehungsweise der Fachwerkraumteiler. Ich bin super froh, es sieht einfach fantastisch aus, auch mit den Holznägeln hier drin und ja, so insgesamt alles recht stimmig. Wir hatten ja ursprünglich mal vor, die Balken deutlich dicker zu machen. Das haben wir jetzt aber gelassen und da bin ich im Nachhinein ganz froh. Stellt euch die mal doppelt so dick vor. Das hätte nicht so schön ausgesehen, denke ich mir. Ja, hier oben werden wir noch so einen Akzent machen. Wird Schwiegervater jetzt machen die kommenden Tage wahrscheinlich. Dass dann einmal die Fuge hier überdeckt wird. Ja, und dann müssen wir auf dieser Seite hier noch ein kleines bisschen nacharbeiten hier von dieser Seite. Aber das werden wir dann schon machen. Ja, ich bin auf jeden Fall super froh. Und ja, ich weiß nicht, ob es diese Woche noch was wird. Deswegen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir das Ganze in dem ungefähr Farbton wie der Deckenbalken gestalten? Oder sollen wir das Ganze in, ich hätte jetzt gesagt Birkenlasur streichen, dass es weiß wird? Das könnt ihr jetzt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, diese Woche werde ich das nicht mehr streichen, weil es wäre sinnvoller, das mit dem Akzent und mit der anderen Seite dann halt zusammen zu machen. Dementsprechend, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Mal schauen, oder wir machen eine Abstimmung, das wäre vielleicht noch cooler. Ja. Naja, ich werde jetzt erstmal in Ruhe Mittag essen und dann gucken wir mal, was sonst den Rest der Woche noch wird. Es ist ein bisschen was geplant. Es ist auch ein bisschen wieder was über den Haufen geworfen. Also ursprünglich hatten wir ja vor, am Wochenende jetzt zu den Schwiegereltern zu fahren, weil wir am Sonntag sowieso auf den Geburtstag eingeladen sind und weil wir noch die kleine Halloween-Party nachholen wollten. Das wird jetzt leider nicht mehr klappen. Das mussten wir jetzt gerade eben absagen. Beziehungsweise, hat sich jetzt so ergeben. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber andersrum gesehen, auch wieder nicht, denn ich muss mich auch diese Woche noch ein bisschen, schon mal in meinen neuen Job einarbeiten und da ein bisschen was für vorbereiten und mir ein bisschen was parat legen. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, was diese Woche noch großartig hier wird, direkt im Haus anarbeiten. Das schauen wir uns dann einfach mal an. Und dann werden wir nächste Woche dann in den Urlaub fahren für 3 Tage. Da kommt ihr dann natürlich auch mit. Da wird der Vlog aber dann ein bisschen kürzer ausfallen, weil wir dann am Freitag losfahren und ich habe am Wochenende keine Zeit zum Schneiden. Deswegen werdet ihr das wahrscheinlich den Urlaub erst in übernächsten Vlog sehen. Schauen wir mal zusammen erstmal, was diese Woche so wird und wie das Ganze sich so gestaltet weiterhin. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Mittag machen. Dann werde ich hier noch ein bisschen aufräumen. Und dann gucke ich mal, ob ich mich nachher noch an den PC setze, ein bisschen was fertig mache oder halt nicht. Das müssen wir dann spontan entscheiden. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen am Freitag. Ja, ich war heute schon fleißig. Ich habe heute einen Haufen Besorgungen erledigt und war auch schon einkaufen. Habe ein bisschen frisches Obst und Gemüse geholt und auch ein paar Salate und sowas für die Kaninchen und für uns halt fürs Wochenende und auch die nächsten Tage in der neuen Woche. Ja, und jetzt habe ich gerade gefrühstückt und werde mich dann jetzt wahrscheinlich, weil es gleich um 11 ist, schon ums Mittagessen kümmern. Ist zwar noch sehr früh, also ich denke mal, wir werden dann irgendwann so gegen 3 erst Mittag essen. Aber es soll heute einen Möhreneintopf geben, einen größeren. Mit ein bisschen Kürbis drin und eventuell noch Rettich, muss ich mal gucken. Alles, was noch so ein bisschen an Wurzelzeugs da ist. Vielleicht auch noch ein paar Kartoffeln mit rein, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall so ein Basic-Ding. Und das werden wir dann auch teilweise portionsweise einfrieren, sodass wir dann halt auch was haben, was wir dann zwischendurch vielleicht mal auftauen können, wenn wir mal Lust haben auf so eine Suppe. Und dass sich das Kochen halt auch vom Energieaufwand so ein bisschen lohnt. Ja.
Und nachdem wir das dann alles erledigt haben gleich mit dem Mittagessen, würde ich sagen, dann kümmern wir uns endlich mal um die Physalis. Die wollen wir reinholen. Ich muss dafür erst noch im Heizungsraum ein bisschen sauber machen, ein bisschen was umstellen und so, weil es dort doch schon relativ eng wird, jetzt wo die Kaninchen dort drin sind. Die Minka ist ja dort drin, weil ja die Minka kann hier nicht im Haus rumlaufen, weil sie ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr die Vlogs schon länger schaut, nicht mehr stubenrein ist und inkontinent. Und ja, das geht halt hier im Haus nicht, sonst hätten wir da einen Haufen Arbeit mit. Und dort haben wir auch einen Haufen Arbeit damit, aber da ist es dann so ein bisschen begrenzt. Und sie hat es schön warm dort, sie hat auch dort alles, was sie braucht, und sie bekommt auch mehrmals am Tag Besuch von uns. Ja, auf jeden Fall stehen dort ja auch schon die Paprika und die Chilis. Jetzt würde ich gerne die Physalis dort mit reinstellen. Dafür muss ich aber erst ein bisschen was umbauen und dann mal gucken, ob es auch platztechnisch dann irgendwie klappt. Wir werden die auch ein bisschen zusammenbinden, hatte ich ja in irgendeinem Vlog schon mal gesagt. Ja, und dann denke ich mal, kriegen wir das schon alles irgendwie untergebracht. Also erstmal gleich dann nach dem Mittagessen kochen, aufräumen und dann werden wir die gute Pflanze mal reinholen. Bevor es nachher wirklich mal richtig Frost gibt, denn ich glaube, das können die überhaupt nicht ab. Die ideale Temperatur, habe ich gelesen, liegt bei 15 Grad. Und ja, im Heizungsraum ist es ein bisschen wärmer, aber das wird die schon überleben. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass es sehr sonnig ist, und das ist es dort auf jeden Fall. Also sofern Sonne rauskommt, es ist jetzt ja auch Herbst, da hat man manchmal das Gefühl, dass es gar nicht richtig hell wird am Tag. Aber naja, mehr als Sonne, die draußen kommt, können wir der Physalis leider nicht zur Verfügung stellen. Gut, ich würde sagen, ich kümmere mich dann jetzt erstmal ums Mittagessen und ja, dann schauen wir mal nachher, was so geworden ist. Also bis dann, ciao. Komm. Ja. Komm. Nichts anknabbern. Ja. Hier ist schön warm. Vielleicht werden die letzten hier auch noch reif. Ne, Minka? Vielleicht werden die auch noch reif. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich noch dabei war, am Pullover zu stricken für Christian. Aber da es so ein großes und langes Projekt ist, brauche ich manchmal zwischendurch bei solchen Sachen so kleine Erfolgserlebnisse oder so kleine Abschlüsse, damit es mich nicht frustriert, dass ich so lange an etwas arbeite. Deswegen, weil es in Christians Familie einen überraschenden Kindersegen gibt, habe ich gedacht, mache ich ein kleines Geschenkchen. Vielleicht machen wir das auch gar nicht in diesem Vlog, damit es nicht die Überraschung verdirbt, sondern das in den nächsten. Muss ich mal gucken, in irgendeinem Vlog kommt es dann rein. Und das soll eine kleine Bärchenmütze werden. Das ist die Mütze. Ich habe versucht, sind Kinderköpfe so klein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es doch. Irgendwann werden sie auf jeden Fall da reinwachsen. Oder der Kopf da reinwachsen. Und das sind die kleinen Öhrchen. Ich habe einfach wie hier den weißen Kreis 2, also die Mütze ist gestrickt.
Und die 2 Öhrchen sind braune Kreise, die ich gehäkelt habe. Dann habe ich sie gefaltet. Die werde ich jetzt gleich noch zusammennähen, dass sie halt ein Öhrchen sind und ein bisschen alte Fäden reinstopfen. Also nicht alt, weil sie alt sind, sondern weil sie Fadenüberreste sind und die Öhrchen damit gleichzeitig ein bisschen polstern. Darum geht es. Die Fäden sind vollkommen in Ordnung und sauber. Also alt klingt halt so dreckig, aber sind sie nicht. Sind einfach nur abgeschnittene Fädelchen. Und das hier wird die Schnute und dann werde ich mit schwarzer Wolle noch eine kleine Nase drauf nähen. Ich werde euch den Progress zeigen, bloß das hier ist erstmal, ja, wie weit ich jetzt gekommen bin. Guckt mal Leute, ich bin fertig. Und ich habe hier nebenbei Begleitung von Puppi. Aber ich bin fertig. Ich habe sie fertig gehäkelt und gestrickt und genäht und sonst was. Das ist eine kleine Bärenmütze mit gestopften Bärchenohren. Ich hoffe, dass das eine Babygröße ist. Ich habe ja jetzt wieder eine Puppe zum Testen gehabt, noch irgendwie Erfahrungskram. Aber ich hoffe, es passt. Ist das nicht niedlich? Ich bin ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, Sie freuen sich. Moin moin, kleiner bzw. großer Sprung. Es ist jetzt Sonntagmorgen und ich habe jetzt den Vlog zu Ende geschnitten. Und ja, wie ihr bemerkt habt, ich habe jetzt am Freitag nicht wirklich mehr was aufgenommen und gestern gar nicht. Ich habe mich sehr viel mit meinen Vorbereitungen für den neuen Job beschäftigt und auch schon angefangen mit der Lohnsteuer für nächstes Jahr. Dafür die Unterlagen und so zusammenzustellen und etc. pp. Ja, das Ganze habe ich jetzt die letzten 2 Tage gemacht, beziehungsweise 1,5. Es hat eben sowieso die ganze Zeit draußen geregnet wie Sau und ja, das ist auch sehr wichtig, dass ich da langsam mal mit anfange. Eigentlich war der ganze November dafür gedacht, dass ich mich schon mal auf den neuen Job vorbereite. Das hat bis jetzt nicht ganz so funktioniert, weil Haus hat natürlich auch Priorität. Deswegen versuche ich gerade zur Zeit noch beides unter einen Hut zu bekommen. Aber ja, jetzt musste das mal sein für diese Woche, dass ich da ein bisschen was erledige von dem, was ich erledigen muss. Und dementsprechend habe ich das dann nicht mitgefilmt, weil das wäre ja auch bestimmt einfach nur super uninteressant für euch. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ja, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von der Fachwerkwand. Vergesst nicht reinzuschreiben, welche Farbe euch dort am besten gefallen würde. Ich muss sagen, wir haben eine Tendenz, aber ich werde jetzt noch nicht sagen, was für eine Tendenz. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und ja, streichen tun wir dann nächste Woche. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch einen tollen Start in die neue Woche und bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!